Oh, was gibt es da Neues bei Sturmwaffel? Das ist Kraft in einer Hand, ne? Mit solchen richtigen Speckeinlagerungen. Und wie ist sie? Das ist richtig heftig. Ist die gut? Boah, ist die gut. Oi. Die schmeckt wie früher. Ist die wie bei deiner Oma? Wie bei der Oma im Wagen. Wenn du jetzt noch ausflippst, dann mache ich damit was. Oh, das macht mich richtig glücklich. Falls er nicht erkannt hat, das war Sturmwaffel. Er war im Mixmarkt und hat eine Wurst getestet. Nur nicht nur eine Wurst, er hat noch ganz viele andere Sachen getestet, unbedingt mal reinschauen. Aber eine Wurst hat ihn begeistert. Und Sturmwaffel zu begeistern, dass Freddy dann wirklich mal richtig begeistert ist von etwas, das ist selten. Und dann dachte ich, Mensch, das muss gut sein. Und da es bei mir schon lange kein Bologna-Sandwich mehr gab, dachte ich, es wird Zeit. Ja, ich habe mir die Wurst geholt. Es ist nicht die von der gleichen Marke, es ist eine andere Marke, aber der Inhalt ist derselbe. Es ist halt diese Lyubitalskaya Wurst. Libutileskaya. Also Fleischwurst mit Speckeinlage ist vielleicht ein bisschen einfacher für mich. Das ist die Wurst. Ich mache euch hinten noch mal ein Bild, dann wisst ihr, welche ich habe. Er hat halt die von Retro gehabt. Retro gab es in dem Markt auch, aber das war leider nicht da. Ja, und da ich jetzt schon lange keine Bologna mehr hatte, das ist ja diese Fleischwurst, die gesmoked wird, frittiert wird, angegrillt wird, je nachdem, wie man zubereiten will, dachte ich, ich mache mal heute wieder eine Version, um Freddy zu zeigen, ey, die ist geil, aber die geht noch ein bisschen besser, da geht noch was. Ich mache heute so eine texanische Version, da kommt die ja eigentlich her. Das heißt, ich mache die sehr retro, ich mache ein bisschen Rub drauf, ich mache ein bisschen Soße drauf, werde das Ganze smoken und werde das Ganze nachher finishen auf der Plancha. Da gibt es ein bisschen karamellisierte Zwiebeln zu, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Erstmal geht es in den Smoker und der ist schon am Vorheizen. Da gehe ich jetzt die Räucherchips rein, dann bereiten wir die Wurst vor und dann wird erstmal gewartet. So, und da ist die Wurst und man sieht auch schon die Speckeinlagerung, ohne dass ich sie aufschneide, denn das will ich jetzt gar nicht machen. Und es ist gar nicht mehr viel Aufwand. Wenn ihr einmal ausgepackt habt, macht ihr jetzt so ein bisschen rautenförmigen Schnitt. Das heißt, einmal so schön rumdrehen. Vielleicht auch zweimal mit ein bisschen Abstand, damit es ein bisschen schöner nachher aussieht. Gar nicht so tief, einfach nur leicht anschaben. So. Dann dreht ihr das Ganze einmal, macht das Ganze nochmal andersrum. Damit auch wirklich eine Raute so ein bisschen habt, so ein Rautenmuster. Sobald ihr die Raute habt, mit Senf gründlich einpinseln, nimmt einen mittelscharfen Senf. Senf ist natürlich dafür da, damit gleich die Gewürze ein bisschen besser halten. So, im nächsten Schritt kommt Rub dran. Ein Barbecue-Rub, nehmt den ihr am liebsten habt. Er sollte Paprika-Basis haben und er sollte ruhig schon ein bisschen scharf sein. Weil am Ende werden wir es noch glazen, da kommt noch Süße dran. Deswegen am Anfang ruhig ein bisschen Schärfe. Dann schmeckt das nachher noch besser. Und damit sind wir schon fertig für den Smoker. So, das Ganze kommt jetzt bei 120 bis 130 Grad für 2,5 Stunden in den Smoke. Ich nehme Hickory. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr das ein bisschen milder haben wollt, Kirsche nehmen oder Buche nehmen. Hickory ist halt, weil ich so ein bisschen texanische Art haben will, doch schon ein bisschen besser dafür geeignet. Ich gehe einfach mal rein, damit es losgehen kann. So, und dann lassen wir es mal ein bisschen im Smoke liegen. Und wir sehen uns in 2,5 Stunden wieder. So, 2,5 Stunden sind um und so schaut sie aus. Ihr seht, die ist schon aufgegangen, hat einen schönen Rauchring bekommen, die duftet gut und jetzt ist es an der Zeit dafür zu sorgen, dass sie auch schön geglazed wird. Ich habe hier meinen Lieblings-Barbecue-Rub, da habe ich noch ein bisschen Honig dazu gegeben, damit es noch mehr Süße kriegt und das Ganze auch noch besser glasiert. Jetzt heißt es schön einpinseln. So, einmal drehen. Vorsichtig, es ist heiß. Und natürlich auch die Unterseite schön eingläsen. Ja, und so glasiert heißt es wieder für eine halbe Stunde geht's rein, damit die Glasur auch schön anzieht. Und dann machen wir den Burger fertig. Also bis gleich. So, die Zeit ist um, Glasieren ist auch vorbei. Ich hol's mal raus.
Ja, da ist es. Innen drinnen noch von Sturmwaffe geliebt, außenrum jetzt ordentlich geilen Barbecue-Geschmack, Rauchgeschmack, Süße, ein bisschen Schärfe, richtig geil. Und die werden wir zubereiten in so einem Burgerbann. Ich hatte erst überlegt, ob ich das Ganze wirklich so im Texas-Style mache oder ob ich Burnt End mache. Burnt End hatte ich letztens erst die Rippchen. Dann habe ich überlegt, koreanisch kommt sehr gut, gerade mit meiner leckeren Mayo. Aber die habe ich nun wirklich schon in den letzten Monaten ein paar Mal gehabt. Also habe ich mich wirklich mal für Texas-Style entschieden. Das heißt, ich habe hier einmal Gemüsezwiebeln, die werde ich ein bisschen karamellisieren. Ich habe ein bisschen Käse. Ja, ich weiß, bei Sturmwaffe müsste ich den Käse weglassen. Ich stehe aber auf Käse. Ja, ein bisschen Löwensenf und das war schon. Schön puristisch das Ganze. Ordentlich Geschmack auf die Wurst. Aber lasst uns mal reinschauen, wie sie jetzt wirklich aussieht, wie sie geworden ist. Ich schneide sie einfach einmal durch. Die sieht doch richtig herrlich aus, oder? Und die werden wir jetzt mal zusammen zubereiten. Die kommt noch mal auf die Plansche drauf. Ich mache mir Scheiben ab. So ungefähr, dass Patty Stärke hat. So, Plansche ist gut vorgeheizt, ein bisschen Öl schon drauf. Ein bisschen mehr schadet auch nichts. Ein bisschen noch runterdrehen. Ja, dann werden wir erstmal Zwiebeln karamellisieren, das dauert am längsten. So, sobald sie so ein bisschen glasig sind, ein bisschen bräunlich werden, dann kommt schon der Zucker dazu, um das Ganze zu karamellisieren. Den lassen wir jetzt ein bisschen schmelzen kurz. Rühren den am besten kurz ein bisschen unter. Also ihr seht jetzt, der Zucker ist schon geschmolzen. Und damit die nachher schön schlotzig sind, geben wir jetzt noch einen Esslöffel Wasser hinzu. Das waren die Zwiebeln und jetzt brauchen wir natürlich noch Buns. Ich habe hier Brioche Buns. Den geben wir so ein paar Röstaromen kurz. So, und wenn sie Röstaromen haben, dann geht es schon wieder runter. Auf dem Boden gebe ich jetzt einfach einen Klecks Löwensenf oder einen anderen scharfen Senf, den ihr da habt. Aber es sollte schon was Scharfes sein, so ein bisschen abzusetzen. Und dann geben wir noch ein bisschen Röstaromen natürlich an unsere Wurst dran und geben die noch kurz drauf und rösten die von beiden Seiten noch ein bisschen an. Eigentlich wird eine Bologna ja frittiert. Ich stehe ja nicht ganz so auf Frittieren, deswegen brate ich das einfach nur von beiden Seiten noch ein bisschen an. Da habe ich auch das ganze schöne Raucharoma noch mit dran, das geht da nicht kaputt. So, und ihr seht, das reicht mir. Schöne Röstaromen dran, einmal drehen, fertig. Also, von der zweiten Seite natürlich auch noch angrillen. So, und zum Schluss kommt der Cheddar drauf, den lassen wir ein bisschen schmelzen und dann wird zusammengebaut. So, und da sind meine Bolognis. Frische karamellisierte Zwiebeln drauf. Und fertig ist mein Bologna-Burger aus dem Mixit-Markt. Ja, da ist er. Also wenn Freddy recht hat, ist das wohl der beste Bologna-Burger, den man in Europa machen kann. Dann hat man mich genau die richtige Wurst, die richtig geil dazu schmeckt. Und ob das stimmt, das schauen wir doch mal. Geil. Eine geile Wurst, hat er recht. Er hat recht, die Wurst ist wirklich geil. Ja, die Süße der Zwiebeln, das Raucharoma, was jetzt dran ist. Mega geiler Burger, mega geiler Bologna-Burger. Ich kann es euch nur empfehlen, geht zum Mixmarkt, holt euch die Wurst oder eine vom anderen Hersteller mit ordentlich Speckeinschuss und macht so ein Bologna nach. Wie gesagt, im Rezept noch ein paar andere Ideen, asiatisch, Burnt End, aber auf jeden Fall nachmachen. Den Rest übrigens, wenn ihr was überhaupt, kalt werden lassen, Kühlschrank, auf Brot essen. Ja, das war schon wieder. Ich wollte wissen, wie das Ganze als Bologna schmeckt und er hat recht, das ist mega geil. Macht ab da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Alle Rezepte, auch das hier bei mir im Blog. Ihr habt das Original Bologna-Rezept, ihr habt ein weiteres Bologna-Rezept von mir. Ja, und das war's. Ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Let's Barbecue, Let's Barbecue. Das Video ist vorbei. Like mein Scheiß. Ach nee, das war er. Also, bis dann. Ciao.